Und ich würde mal sagen, ich starte mein tägliches Fitnessprogramm, den Hindernislauf hinter die Anlage. So, man hat ja in dem Laufe des Testbetriebes habe ich natürlich gewisse Sachen schon, die ich kenne, aber die Sache kenne ich nicht. Da muss ich jetzt mal überlegen, was passiert ist, weil laut Computer ist das kleine Flugzeug hier angekommen, wo es ankommen sollte. Und hier ist ein Kontakt in der Straße eigentlich. Und hier soll es daraufhin angehalten werden und hält an. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe nur das Endergebnis gesehen und hoffe jetzt einfach mal, dass beim nächsten Durchlauf, wenn er hier wieder ankommt, den Fehler nochmal machen wird. Aber davon habe ich so jeden Tag 50, 60 Stück. Es sind eigentlich nur Kleinigkeiten, aber sie halten sehr auf und machen einen manchmal etwas nervös. Aber ich mache mal weiter. Sehr schön zu beobachten ist, dass die UPS-Maschine nicht gestartet ist aufgrund des Fehlers. Weil das wäre natürlich nicht so toll gewesen, wenn die jetzt einfach losgeflogen wäre. Das sind so die Freude des Programmierers, wenn man sieht, dass was funktioniert. Ja, auch da im Start wieder viel zu viel Wackeln drin, aber wie gesagt, die Schlitzschließer sind noch nicht optimal. Wir suchen da noch so den letzten Feinschliff, aber haben das momentan ein bisschen zurückgestellt. So, sobald das Flugzeug hinten um die Kurve gebogen ist, da vorne der nächste Kleine wieder starten. Derweil rückt die Warteschlange immer schön brav auf. Das ist übrigens ein Bild, was mir persönlich sehr gut gefällt. Die Air France-Maschine hat einen Fehler gemacht, der ist eigentlich gar nicht so gravierend. Sie muss in die Startbahn so einbiegen, dass sie sehr weit ausholt. Und das hat sie nicht getan. Sie muss so kommen, damit sie gleich gerade steht. Hier sind Weichen drin und diese Weiche hat anscheinend nicht geschaltet. Deswegen, entweder war es die Weiche, da könnte ich sie überprüfen, oder das Flugzeug ist vom Schleifer her noch nicht, also von der Längsstange her noch nicht optimal. Da ist aber auf den ersten Blick nichts zu erkennen. Beobachten. Wenn es häufiger passiert, muss ich es korrigieren. So, der A380 macht es richtig, holt ganz weit aus und dreht sich dann in die Startbahn ein. So hätte es auch bei der Air France sein sollen. So, System sucht ihn, Pilot macht den letzten Check. Der Sound ist bei dem Flugzeug noch nicht ganz in Ordnung. Das heißt, sonst würden wir jetzt gleich 4 Triebwerke hören, die anfangen hochzudrehen. Und jetzt der Fuß von der Bremse geht. Bei dem A380 wird man gleich wieder schön unsere wackelnden Schlitzschließer sehen. Der schaukelt sich ganz schön auf. Das kann ich auch nicht mehr mit Turbulenzen schön reden. Das Problem müssen wir noch beheben. Derweil ist hinten die UPS bereit, wieder zu landen. Der Lift fährt schon runter und holt die nächste Maschine. Während der A380 auf der anderen Seite gleich auf den Lift fährt, um weggefahren zu werden. So, UPS ist dran. Er gewinnt als nächstes, denn sämtliche Start- und Landemanöver sind, wenn wie jetzt mehrere Flugzeuge bereitstehen, es wollen 3 landen und es wollen 2 starten, ist Zufall. Das heißt, wir haben jetzt nicht extra irgendwelche Slots programmiert, dass jetzt 3 oder 4 Maschinen hintereinander landen und dann starten oder immer brav im Wechsel, sondern es ist reiner Zufall. Es kann dadurch auch mal entstehen, dass hier ganz viele Flugzeuge warten und 4 oder 5 Maschinen hintereinander landen werden. Das wiederum ist auch mal eine große Herausforderung beim Flugplan. Das heißt, vorher vorauszuberechnen, wann welche Maschinen starten und landen werden. Da würde ich sagen, mache ich mal einen Nothalt, ne? Ja. Hat der gemacht. Aha. Kleine Ursache, große Wirkung, was von Weitem für mich erstmal so aussah, oh Gott, habe ich hier ein ernstzunehmendes Problem, ist keins. Das Fahrwerk ist locker und wenn das Flugzeug so fährt, auf die Landeposition hier, können nicht beide Stangen gleichzeitig eingespießt werden, sondern die hintere spießt daneben. Man muss nur das Fahrwerk festschrauben, einmal neu justieren, fertig. Aber diese kleinen Fehlerchen summieren sich halt und im Endeffekt habe ich vielleicht 30 bis 50 solche kleinen Fehler am Tag. Und das führt manchmal dazu, dass man echt abends nach Hause fährt und sich sagt, toll, das Gesamtkonzept funktioniert, ich kann hier teilweise eine Viertelstunde starten und landen ohne Problem. Aber der Alltag oder der Testbetrieb zeigt sich doch so, dass es so nicht gehen würde im Dauerbetrieb. Es ist einfach zu aufwendig, es steht zu oft
Und dann fährt man nervös nach Hause und fragt sich, ob man denn diese Kleinigkeiten alle im Griff kriegt. Auch wenn ich jedes kleine Problem immer gleich korrigiere, es kommen irgendwie am nächsten Tag 50 neue. Aber das kriegen wir schon hin. Wo ich hier aber gerade sitze, kann man mal sehen, hier haben wir die ersten Lichtgitter für den Lift eingebaut. Sind Sender und Empfänger einer Lichtschranke genau genommen, aber es ist ein Lichtgitter, weil es einen ganzen Vorhang absichert. Wenn irgendwo in diesem Bereich, egal in welcher Höhe, etwas dazwischen kommt, wie zum Beispiel eine Flosse eines Flugzeuges, dann löst es sofort aus. Das haben wir jetzt auf jeder Ebene installiert, auch hier hinter, in allen 3 Ebenen, und soll dafür sorgen, dass nicht nochmal ein Flugzeug zerquetscht wird im Lift. Soll ich dir sagen, warum sie es richtig machen wird? Weil ich zugucke. Und sie macht es richtig. Sie holt schön weit aus. Das Hauptfahrwerk soll ungefähr in der Mittellinie zum Stehen kommen. Einmal noch gerade ziehen, anhalten und jetzt kann sie gesucht werden. Abflug. Auch wenn das hier so ein bisschen nach längeren Wartezeiten aussieht, starten und landen wir mit einer höheren Taktung, als Frankfurt auf einer Startbahn landet oder startet. Wir brauchen im Schnitt 1 Minute 15 Sekunden für 2 Starts und 1 Minute 25 Sekunden für 2 Landungen. Beim Start sieht man wunderbar, dass eigentlich alles ziemlich flüssig läuft, aber dass es so 5 oder 6 Punkte gibt, wo Stöße aufs Flugzeug ausgeübt werden. Das sind unsere Schlitzschließer, es sind über 80 Stück, aber wir haben die Ursache noch nicht so hundertprozentig lokalisiert, warum so an 5, 6 Stellen das Wegklappen der Schlitzschließer zu einem Ruckeln des Flugzeuges führt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch finden werden, wobei wir es momentan aus verschiedenen anderen Gründen zurückgestellt haben. So, das ist so ein schönes Beispiel für eine Situation, wo ich normalerweise sagen würde, das kann gar nicht passieren. Ist jetzt aber doch passiert. Der einzige Vorteil an der Geschichte ist, die Software hat einen Nothalt ausgeführt und nicht angefangen, jetzt plötzlich die Stangen auszufahren, zu landen und das Flugzeug damit in 2 Teile zu teilen. Jetzt würde der Leitstand normalerweise aufstehen, das Flugzeug holen müssen, was sehr ärgerlich ist, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Mir fällt es etwas schwer zu analysieren, was da passiert sein könnte. Deswegen kommt dieser Fehler auf die Liste und ich werde beobachten, ob er sich wiederholt oder ob es ein Einzelfall bleibt. So, jetzt kommt wieder eine turbulente Landung. Soweit mal ein paar Bilder von unserem Testbetrieb, der uns hier jeden Tag Freude, aber auch Abenteuer bereitet. Das war es auch schon wieder für diese Folge. Ich habe mir vorgenommen, dass ich am Ende eines Tagebuchs nicht mehr so viel sagen werde, was wir nächstes Mal zeigen werden, weil das klappt sowieso nicht. Genauso wie mit der Eröffnung ist es halt so, es entsteht etwas, wir können nächsten Monat schauen, was wir zeigen können und was auch nicht. Bei der Eröffnung werden wir übrigens natürlich doch ein paar Monate vorher Bescheid sagen, wenn wir öffnen und nicht einfach plötzlich ist es offen oder nicht. Also ich möchte immer lieber Fakten und Bilder ab jetzt senden als große Prognosen. Bilder zum Beispiel von Bayern. Hier komme ich jeden Tag momentan gerne her, weil es wirklich im Finish ist. Es entstehen die letzten Details. Es wird jeden Tag schöner und es ist einfach eine Freude. Soweit, so gut. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.